Hallo, schöne Seele, ich grüße dich ganz herzlich und möchte dir einen Einblick in ein sehr spannendes Channeling von Saint-Germain mitgeben, in welchem er das Thema Grenzen auf seine ganz eigene Art und Weise behandelt hat. Und es geht da so um deine Grenzen, wo liegen deine Grenzen, wo liegen die Grenzen von uns als Menschheit und wie sieht eigentlich die geistige Welt das Thema Grenzerfahrungen oder Grenzen überschreiten. Kleiner Tipp dazu schon mal, das sind Einweihungen. Ich wünsche dir jetzt mit diesem Einblick viel Vergnügen. Das ganze Channeling findest du auf meiner Webseite, inklusive der wunderschönen Meditation, um eben zu erfahren, was Grenzen auch sein können. Aber jetzt viel Vergnügen hier mit diesem Einblick. Danke fürs Zuschauen und auch danke für die vielen schönen Kommentare, die ich immer wieder unter diesen Videos lesen darf. Es ist mir einfach eine Freude, auf diese Weise mit dir im Austausch zu stehen. Danke. Und jetzt, wie gesagt, viel Vergnügen. Guten Abend und herzlich willkommen. Wie schön, wie wunderschön jetzt mit euch verbunden zu sein auf diesem Weg. Wie schön einzutauchen in einen Moment mit der geistigen Welt. Wie schön, dass du dir Zeit nimmst. Schöne Seele, ich danke dir ganz herzlich. Für diejenigen von euch, die heute das erste Mal hier mit dabei sind, mein Name ist Adriana Meisser und ich arbeite seit 2004 mit der geistigen Welt zusammen. Gott, jetzt merke ich gerade, wie lange das schon ist. Wirklich schon eine ganze Weile. Und es ist jedes Mal so ein bisschen ein Überraschungspaket, um was es denn vielleicht gehen wird heute. Und diese Channel News selbst, also dieses Format, liegt mir deswegen so besonders am Herzen, weil wir uns einfach so eine halbe Stunde gemeinsam darauf einlassen können. Deswegen freut es mich so, dass du dir jetzt also live die Zeit nimmst, mit mir verbunden zu sein, in dieser Gruppe virtuell einander zu begegnen. Fühl dich herzlich willkommen. Und für diejenigen, die ich jetzt mal ganz charmant die alten Hasen, so osternmäßig nennen möchte, danke. Einfach danke, dass ihr schon so lange mit mir auf dem Weg seid. Und ich schätze diese Kommentare in diesem Chat so sehr und auch anschließend die verschiedensten Wege und Möglichkeiten, wie wir einander begegnen können. Einfach danke. Und eine Möglichkeit, das will ich jetzt gleich noch loswerden, bevor wir dann einsteigen in das effektive Channeling. Ende diesen Monats, heute ist der 10., am 30. April, haben wir die Möglichkeit, in Zürich in der Buchhandlung im Licht einander ganz physisch einen ganzen Tag zu genießen. Und das Thema dieses Workshops wird sein, bleib in deiner Kraft. Es geht also nicht so sehr darum, in die eigene Kraft zu finden, sondern in ihr zu bleiben. Und ich freue mich riesig darauf. Also, vielleicht eine Möglichkeit, auch dich da persönlich begrüßen zu dürfen. Mich würde es unglaublich freuen. Aber jetzt will ich diesen Moment auskosten und mit dir gemeinsam den Saint-Germain herbeirufen, sozusagen. Möge er doch in unserer Gruppe jetzt sozusagen Platz nehmen und mit uns diesen Augenblick gestalten. Also, fühl dich herzlich eingeladen, auch deine Augen zu schließen und ein paar bewusste Atemzüge zu nehmen. Und ganz bewusst wahrzunehmen, was jetzt gerade so in dir los ist, zu fühlen, zu spüren. Und denk ans Lächeln. Zieh deine Mundwinkel ganz fest nach oben. Das hilft deinem Körper zu entspannen und in diesem Augenblick anzukommen. Lächeln, überhaupt lachen, ist so was Heilsames. Also atmen, fühlen, lächeln. Meine Devise. Fühl dich willkommen. Schöne Seele. Und jetzt? Lass uns einsteigen. Ich wünsche dir meinerseits viel Vergnügen.
Ich grüße euch, ich grüße dich, du wunderbare Seele. Ich bin Meister Graf von Saint-Germain und mit mir sind heute wahrlich viele gekommen, um diesen Augenblick ja richtig zu zelebrieren. Es ist nicht nur ein sogenannter heiliger Tag oder eben eine intensive Kraft am Werke auf diesem Planeten heute, sondern die ganze Zeitepoche, in der du lebst, geliebte Seele, ist unbeschreiblich kraftvoll. Und ich, Saint-Germain, und du, der Traum deiner Seele, wir mit vielen anderen sind gemeinsam hier am Werke, um dieser Welt das Schönste von dir zu schenken. Deswegen lass mich dir eine Frage stellen. Eine Frage, die in letzter Zeit wohl des Öfteren auch schon dir sonst auf irgendeine Art und Weise auf einem Wege begegnet ist. Wo liegen die Grenzen? Die Grenzen zwischen dir als Person und die Grenzen zu deinem hohen Selbst? Wo liegen die Grenzen zwischen dir und anderen oder also wo sind deine Grenzen? Wo liegen die Grenzen der Dörfer, der Städte, der Länder? Und wo ist die Grenze zwischen dieser Welt und der nächsten? Grenzerfahrungen. Das ist das Thema der jetzigen Zeit. Deswegen, geliebte Seele, lass dich auf sie ein und entdecke sie. Und vor allem sei ganz liebevoll mit dir, wenn du an deine heranstößt. Weißt du, als spirituell erwachender Mensch ist es völlig in Ordnung, Grenzen zu entdecken, welche zu haben und über sie hinauszugehen. Auch sich darüber Gedanken zu machen, wo würde eigentlich mein hohes Selbst denn die Grenze ziehen und hat das überhaupt welche und so weiter. Aber gerade weil ihr von der alten Welt, von der alten Zeit, von einer Phase, die wirklich abläuft, die ein Ende nimmt, hin in eine Neuzeit euch begibt und diese ja schon so mächtig fühlbar und in gewissen Bereichen ganz präsent ist, kann man durchaus von Grenzerfahrungen sprechen. Und die müssen jetzt nicht unbedingt direkt mit dem Tode in Verbindung stehen und trotzdem stirbt gerade mächtig viel. Im Außen wie im Innen, oben wie unten. Also, der Geist, der dich umgibt, zieht neue Grenzen, sprich öffnet sie. Öffnet dich für neue Energiequalitäten und so übertrittst du eine alte Grenze und gehst hinein in das Neue. Und ich würde mich unbeschreiblich freuen, wenn dieser Akt in Zukunft für dich eine Einladung für eine Feier wäre, anstatt ein Drama oder sonst irgendeine unangenehme Erfahrung, die dann lange in dir herumhängt und du regelmäßig darüber nachdenkst, sie wirklich in deinen Taschen mit dir schleppst. Zelebriere. Lerne das Leben zu zelebrieren. Mit all den Dingen, die dir begegnen, geliebte Seele. Das Leben ist ein Fest der Sinne, ein Fest der Liebe. Und du bist das Manifest davon sozusagen. Grenzen haben eine lichtvolle, unterstützende Ebene, wie auch eine einengende oder sogar zerstörerische Qualität. Natürlich. Hier auf Erden, in dieser dualen Erfahrungsebene, hat es von allem immer genug und beides, also Licht und Schatten in jeglicher Erfahrungsebene. Wenn du auf unangenehme Art und Weise an deine Grenzen stößt, dann ist es einfach die Einladung vom Leben, dich damit auseinanderzusetzen. Und du tust gut daran, dich zu fragen, was will jetzt das Leben gerade von mir?
weißt du, aus dem Ego, und das ist völlig in Ordnung, aber aus dem Ego kommt oft die Frage, was will ich vom Leben? Das ist in Ordnung. Nur wenn du dich dann verpflichtet fühlst oder frustriert bist, weil das Leben dir nicht gibt, was du möchtest und so weiter. Du kannst dir die Szenerie selbst vorstellen. Dann tust du gut daran, einen Augenblick dir Zeit zu nehmen und dich zu fragen, was will das Leben von mir? Und dann lernst du dich bewusst zu öffnen für die Schwingungen, die ja schon da sind, aus welchen du dann wiederum das Beste machen kannst, obwohl das vorherige nicht das Schlechteste gewesen sei, ganz im Gegenteil, sondern eben einfach etwas, das jetzt ad acta gelegt werden kann. Oder einfach endet. Weil es einst einen Anfang nahm, wird es ein Ende nehmen. Und du darfst es liebevoll, achtsam und mit Freude in sein Sterben begleiten. Du bist das Leben, sage ich dir immer wieder. Und des Öfteren hast du gehört, das Universum, das Göttliche, das Bewusstsein, das du bist, ist unendlich, ist grenzenlos. Ja, also wie kann es jetzt sein, dass ich, Saint-Germain, von Grenzen sprechen und finde, das sei super? Nun, die Erfahrung hier auf Erden erscheint dir begrenzt. Und das ist eine ideale Form des Erlebens, weil du somit einen Anfang, eine Mitte und eben ein Ende erleben kannst und somit auch eine Dreiheit, eine göttliche Dreifaltigkeit erfahren kannst in so vielen Dingen, etwas, das geschöpft wird, erlebt und dann in Weisheit übergeht. Und das ist der Punkt, wo du eben auch an eine Grenze kommst. Und um in die nächste Ebene weiterzugehen, dich damit wirklich liebevoll auseinandersetzen darfst.